Hinter dieser Tür befindet sich einer der größten schalltoten Räume der Republik. Und hier entwickelt Eve Audio in Berlin-Adlershof ihre Studiomonitore. Dranbleiben! Herzlich willkommen zu Musitalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. So, und jetzt bin ich in Berlin-Adlershof und zwar bei Eve Audio und werde gleich den Roland treffen. Ja, hey, hallo Roland. Herzlich willkommen bei Eve Audio. Kommt rein. Gerne. So, dann zeige ich euch mal, was wir hier so machen und wo wir es machen. Wir haben also hier 3 Bereiche in der Firma. Das eine ist ein Bürobereich, wo eben Entwicklung und Buchhaltung, Verkauf stattfinden. Wir haben eine Produktion, zeige ich euch später. Und wir haben unser akustisches Labor mit einem großen schalltoten Raum und einem großen Hallraum. Das zeige ich euch dann schon später. von gehört. Euer schalltoter Raum ist ja sehr, sehr groß. Ich Der kenne ist nur wirklich kleine groß. Räume Ja, bis ja, jetzt. nein, der ist wirklich groß und da sind wir auch sehr froh, dass wir den haben, weil das ist natürlich eine Basis für richtig qualifizierte Messungen. Also da können wir uns gut freue ich mich austoben. jetzt schon mal Ja, drauf. sehr schön. Fangen wir mal hier im Büro an. Ich zeige euch mal mein Büro. Das ist also mein Büro und abseits der normalen Geschäftsführertätigkeit natürlich ist Entwicklung mein Hauptthema. Und du siehst gerade hier viele verschiedene Chassis, Tieftöner, Hochtöner, auch mal gerne ein Waveguide. Also das ist so mein Arbeitsfeld, dass ich also wirklich die technische Konstruktion hier mitmache. Sieht man auch hier gerade auf dem Rechner, auf meinem Schreibtisch stehen 203 kleine Modelle und ich habe mal hier eine technische Zeichnung geöffnet von einer 203 und ja, also die technische Konstruktion ist eben auch hier gemacht und ja, das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß, weil ich bin ja auch vom Background ein Techniker an der Stelle. Alles klar. Ja, dann gehen wir weiter. Gut. So, wir haben natürlich nicht nur Entwicklung hier, ganz wichtig, wir haben hier den Vertrieb und die Buchhaltung, ganz Genau, da wichtig. werden die Mahnungen geschrieben. Nicht ganz die wichtig. Mahnung, nein, das haben wir zum Glück nicht das Thema, aber vor allen Dingen wird eben der Markt entsprechend bearbeitet, marketingmäßig, verkaufsmäßig und ja, sind wir sehr zufrieden mit der Situation. Hier haben wir einen Raum, wo kleinteilige Sachen montiert werden, in dem Falle jetzt die großen Hochtöner. Hier sitzen dann auch Studenten, die wir gerne mal hier haben für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Das ist auch gerade wieder ein Thema in Arbeiten, sehr interessantes. Und das findet hier in dem Raum statt. So, dann zeige ich dir mal die Elektronikentwicklung. So, dann haben wir hier die Elektronikentwicklung. Ja, hier entwickeln wir tatsächlich die Komponenten, die elektronischen Komponenten. Hier haben wir zum Beispiel ein Verstärkermodul von einem unserer Subwoofer, in dem Falle der TS110, die Input, Outputs. Und die Komponenten werden also hier entwickelt. Wir haben hier ein analoges Filterboard, ein digitales Filterboard und Endstufen und ein Netzteil. Endstufen-Netzteil kaufen wir von einem niederländischen Hersteller, der sehr gut reputiert ist. Und diese Entwicklung, die machen wir eben hier. Und wir haben hier einen ordentlichen Messgerätepark, was man sehen kann. Also wir können hier qualifiziert Frequenzgänge, Klirrfaktoren, Leistungsaufnahmen, Peakleistung, sonst was hier messen. Und das braucht man natürlich auch, um vernünftige Entwicklungen machen zu können. Und der Stefan, der prüft hier gerade ein SC407 Verstärker, ob die Frequenzgänge stimmen, ob das Rauschniveau auf dem niedrigen Niveau ist, wie wir es halt brauchen. Und wenn er jetzt nicht gerade Verstärker prüft, dann entwickelt er auch eben, und da sieht man auf dem anderen Bildschirm auch gerade, dass da ein Stromlaufplan offen ist von einem anderen Projekt, was wir hier noch vorhaben. Also es gibt eine Menge zu tun und toben wir uns hier ordentlich aus. Super. So, also das ist hier unser Elektroniklabor und wichtig ist natürlich auch, was am Ende rauskommt. Und da haben wir hier unseren Showroom, wo wir unsere ganzen Lautsprecher aufstellen und das zeige ich euch jetzt einmal. So, unser Showroom mit einer Menge Modelle.
Also hier bekommt man einen guten Überblick und wir haben hier also eine Abhörsituation geschaffen für Kunden, die sich das mal anhören wollen, die verschiedenen Modelle im Vergleich. Das ist in den Läden nicht immer so gut möglich, wie man sich das wünscht aus Kundensicht. Und da bieten wir das natürlich hier an. Auch wichtiges Thema ist Education. Also wir haben hier auch Studentengruppen da, ob jetzt von der SAE, aber auch von anderen Hochschulen. Wir haben gerne auch Tonmeisterstudenten da arbeiten wir also mit Detmold auch zusammen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, wir haben also insgesamt mittlerweile 15 Modelle, also 11 Studiomonitore und 4 Subwoofer. Und das erlaubt uns natürlich im Grunde genommen alles abzudecken, was so im Pro-Audio-Bereich oder im Studiobereich an Abhören notwendig ist. Und da haben wir eben hier die großen Modelle gleich mal zu sehen. Und da drüben auf der anderen Seite eben die kleineren Modelle. Genau, das sind auch so Desktop-Varianten ja, es dabei. fängt mit Desktop an, und wobei dieser kleine Desktop-Monitor da auch eine Besonderheit hat. Und wir können hier natürlich auch 5.1 Vorführungen machen. Wir haben dann eine Leinwand, die man runterfahren kann, Beamer an der Decke für Präsentationen, aber auch für Filmsachen, wenn mal so 5.1-Anlagen im Vergleich gehört werden sollen. Da gibt es auch durchaus klangliche Unterschiede und dann kann man da eben gut was präsentieren hier. Klasse. Oh Mann, jetzt hätten wir ja fast noch unsere Aktion vergessen. Richtig, das Gewinnspiel. Genau, das Gewinnspiel. Also wer von euch in der Lage ist herauszufinden, wie viele Studio-Monitorsysteme inklusive Subwoofer Eve Audio mittlerweile im Programm hat, der kann einen Tag bei euch hier im Showroom gewinnen? Genau, einen Tag im Showroom, eigene Musik hören, quer durch alle Modelle. Natürlich bin ich dabei, ich zeige die Firma. Es gibt vorne den schalltoten Raum zu sehen, den Hallraum. Der ist doch ganz wichtig. Natürlich, Mann. also und eine Erklärung, wie das akustisch funktioniert. Also das würde mir sehr viel Spaß machen. Den schauen wir uns auch sowieso gleich noch an. Den Richtig, schalltoten Raum. richtig. Und dann gibt es schon mal einen Eindruck, was diejenige oder denjenigen erwartet. Also geile Aktion. Einfach nur rausfinden, wie viele Boxensysteme mittlerweile am Start sind bei Eve Audio. Und dann könnt ihr einen Tag in diesem tollen Showroom gewinnen. Klasse Super. Aktion. Ja, so, das ist also unser Showroom. Und jetzt zeige ich euch mal, wo wir die ganzen Sachen aufbauen und prüfen. Dann lass uns mal in die Produktion gehen. So, wir gehen jetzt in die Produktion und dazu müssen wir in unsere Produktionshalle. Und in dem Gebäude sind natürlich auch andere Firmen drin und das werdet ihr gleich sehen. Hier ist gerade auch eine Filmproduktion im Werden. Also das Klima ändert sich jetzt etwas. Alles klar, ich bin gespannt. So, Eric, dann lass uns mal in die Produktion gehen. So, wir haben hier gerade eine Filmproduktion laufen. Also hier wird gerade eine Etage von einem Haus aufgebaut für eine Serie, die hier dann stattfinden wird. Und das war also früher der Bühnenbau auch tatsächlich vom DDR-Fernsehen. Und die Hallen sind tatsächlich noch da und wird genutzt, was sehr erfreulich ist. Und das nennt sich ja hier in Adlershof auch Media City. Genau, das ist die Media City. Also wir haben Studio Hamburg, ist hier auf dem Areal mit drauf, das können wir später dann sehen. Aber wir haben Kinotonproduktion hier, Studios sind hier und eben Eve Audio. So, und das ist hier unsere Produktionshalle. Wir machen das komplette Final Assembling, wie es so schön heißt, hier. Also Komponenten kommen natürlich aus verschiedenen Arealen der Welt, unter anderem eben auch aus Asien, aus den Niederlanden. Und hier an der Produktionsstrecke sehen wir gerade, wie die 407 zusammengebaut wird. Das heißt also, die Komponenten, die werden natürlich geprüft und dann entsprechend qualifiziert zusammengesetzt. Und wenn die Lautsprecher dann soweit montiert sind, dann gehen sie eben durch unseren Prüfalgorithmus. Und da haben wir unter anderem einen 24-Stunden-Dauertest mit einer Ein-Ausschalt-Prozedur, 3 Minuten eingeschaltet, 1 Minute ausgeschaltet und das 24 Stunden lang in den entsprechenden Spannungsbereichen, wo die Lautsprecher letzten Endes hin verschickt werden. Also wir haben jetzt mittlerweile Kunden in über 60 Ländern, Distribution. Und da muss man natürlich auf die entsprechenden Spannungsbereiche Rücksicht nehmen. 90 Volt für Japan, dann 115 Volt für Amerika, 60 Hertz. Und da wollen wir sicher gehen, dass die Lautsprecher dann auch entsprechend funktionieren. Und deswegen machen wir erstmal diesen Test. Und natürlich das finale Adjustment auf den Frequenzgang. Das passiert hier natürlich auch. Das heißt also, der Zusammenbau, die Montage finden in Berlin statt? Für die größeren Modelle ja, für die größeren Modelle der Zusammenbau auf jeden Fall. Die kleineren Modelle, die kommen komplett montiert nach Berlin, aber jede Box wird hier getestet, geprüft und eingestellt final. Also insofern können wir da schon die Qualität garantieren. Also ihr habt alle mal angefasst? Alle werden angefasst hier, genau. Sehr gut. Dann lass uns mal zur Prüfstrecke gehen. Jo.
So, und nachdem also die Lautsprecher montiert wurden und den 24-Stunden-Dauertest hinter sich gebracht haben, müssen sie natürlich final abgeglichen werden. Okay, eingemessen? Oder? Die werden eingemessen hier auf eine Musterkurve. Und du siehst, hier ist unsere Strecke, wo wir die Lautsprecher dann hinstellen. Und es ist also so, dass jede Box wird, wie schon gesagt, eingemessen auf eine Musterkurve. Das heißt, wir haben nicht einen Toleranzkorridor, wo wir sagen, also plus minus 1,5 dB, plus minus 2 dB, je nach Festlegung erlauben wir das. Nein, wir machen es tatsächlich zu einer Musterkurve. Und dadurch haben wir Variationen maximal so plus minus ein halbes dB. Und die Mitarbeiter sind hier so qualifiziert, dass sie also auch einschätzen können, inwieweit größere Abweichungen, also ich sage mal plus minus 1 dB in einem schmalen Frequenzbereich möglich sind oder nicht, weil es ist ein elektromechanisches System, so ein Lautsprecher, und da hat man natürlich mit ganz anderen Toleranzen Vielleicht zu ist auch kämpfen. die Lufttemperatur, die Luftdruck anders, der würde sich ja auch schon auswirken. Sowas, aber es sind eher so Variationen, die Klebung in den Chassis, Materialgewicht von der Membran, das kann ein bisschen variieren. Klebermenge, und schon hat man andere Masseverhältnisse in einem Treiber. Also das sind alles Sachen, die eine Rolle spielen. Wenn ihr so fein messt, dann und da könnt ihr muss das man auch sehen. und da muss man eben auch einschätzen können, wie die Änderungen, wie groß die Änderungen sein dürfen. Ja. Aber klar. insgesamt sind wir eben plus minus ein halbes dB, und dass wir also wirklich nicht paarweise matchen müssen oder diese ganze Unsinn, was der Handel natürlich hasst. Ja. Klar. So, und der Mitarbeiter kann mal hier so einen Sweep durchlaufen lassen, und den hört man dann hier im Hintergrund. Hier ist gerade eine Box, die durchgemessen wird. Und wenn der Frequenzgang soweit in Ordnung ist und abgeglichen ist, dann geht sie eben weiter in die Verpackung. So, wurde für gut befunden und ab die Aufs Post. Fließband. Und dann kommt die nächste dran. So, also das ist unsere Produktion, und natürlich haben wir auch ein akustisches Labor, weil wir müssen ja qualifiziert eben messen können, und dazu haben wir einen großen Schalltotenraum und einen großen Hallraum, und das ist in einem anderen Gebäude, und das zeige ich dir jetzt. Super. So, jetzt betreten wir unser Heiligtum. Wir haben ein akustisches Labor mit einem großen Schalltotenraum, was ich schon sagte, und einen Hallraum. Und zunächst zeige ich euch mal unseren großen Schalltotenraum. So, dann lass uns mal in unseren schalltoten Raum reingehen. Der Begriff ist nicht ganz richtig, schalltoter Raum. Eigentlich ist es ein reflektionsarmer Raum, weil man kann den natürlich nicht völlig reflexionsfrei bekommen, und schalltot ist auch ein ziemlich sinnloser Begriff. Da muss man ins Vakuum gehen. Genau, für, ne? genau. Und um den Raum völlig reflexionsarm zu bekommen, muss natürlich auch die Tür geschlossen sein, entsprechend mit der Dicke der Dämmung. Und das ist hier das ist eure Tür. das ja? ist hier die Tür, ist auf Schienen gelagert. Und du kannst schon sehen, die dicke Dämmung hier 1,40 Meter, und das haben wir im Raum selber. Und dann lass uns mal in den Raum gehen. Jo. So, das ist also unser großer reflexionsarmer Raum. Der ist 8 mal 8,5 mal 9 Meter groß. Außenmaße hat ringsrum 1,40 Meter dicke Dämmung. Das heißt, man kann also positionsunabhängig bis 60, 70 Hertz messen. Aber dadurch, dass er von seiner restlichen Geometrie so perfekt geschnitten ist, können wir natürlich auch weiter unten messen. Also Subwoofer-Messungen sind kein Problem, zumal es auch eine Raum-in-Raum-Konstruktion ist. Das heißt also, wir sind wirklich akustisch sehr tieffrequent entkoppelt. Also wenn draußen ein Bus lang fährt, das kriegt man im Grunde genommen gar nicht mit. Wir befinden uns jetzt hier in der Mitte von dem Raum. Also du siehst hier dieses Gitternetz. Und im Grunde genommen das, was wir nach oben sehen, so tief geht es auch noch runter. Entsprechend auch mit der Dämmung an allen Seiten, dass wir wirklich einen Full Space reflexionsarmen Raum haben. Und da kann man eben richtig qualifizierte Messungen machen. Nicht nur Frequenzgang, sondern auch Klirrfaktor. Bei Klirrfaktormessung muss der Raum eben wirklich leise sein. Da darf nichts resonieren, keine Reflexion von den Wänden und so weiter. Und ihr macht die Referenzmessungen für Also die wir- Endabnahme hier. Sagen wir mal so, es werden die Endabnahme, die wird in der Halle gemacht, nicht? Aber wir haben
erzeugen natürlich hier unsere Produktionsreferenzen. Also die Entwicklung findet hier statt, die einzelne Abstimmung jeder Box. Nicht? Also der Frequenzgang der Tieftöner muss abgestimmt werden, der Frequenzgang der Hochtöner muss abgestimmt werden, alles zusammen. Dann haben wir hier im Rahmen einer Bachelorarbeit ist hier so eine Drehkonstruktion entstanden, dass man also auch den Lautsprecher drehen kann, dass man also auch eine Idee bekommt, was macht der Lautsprecher außerhalb der Achse in der Front, also Off-Axis. Das ist auch wichtig, Mal eine Frage, ist das so eine aufwendige Konstruktion, dass das auch wiederholbar ist, auch reproduzierbar ist? Weil sonst könnte man ja sagen, wir stellen da einfach mal ein bisschen zur Seite. Also es ist... Das reicht nicht, Nee, also es soll reproduzierbar sein und dann ist es auch so, wir haben ja auch große Modelle, die jetzt im Moment bis 40 Kilogramm schwer sind und da muss die Mimik natürlich auch entsprechend massiv sein und das aushalten, zumal man um die akustische Achse drehen muss und die ist nicht in der Mitte vom Gewicht. Also das heißt, die Lager werden auch einseitig belastet. Insofern muss das sehr massiv sein und natürlich von außen fernsteuerbar, weil bei Messung schließen wir das Tor natürlich. Ja, die Säulen, die sind unten im Grund verankert, gehen also auch jetzt entsprechend die 3,5 Meter runter und ja. Naja, und wenn man zum ersten Mal so einen Raum betritt nicht, viele haben einen Druck auf den Ohren. Wie im Flugzeug so ein bisschen. Wie im Flugzeug. Und das ist aber genau das Gegenteil. Nicht? Die Trommelfelle hängen schlaff in der Gegend rum. Und das ist für unser Gehirn jetzt nicht so gewöhnlich. Und das Gehirn wird irgendwie interpretiert es bei manchen als Druck auf den Ohren. Interessant ist auch, wenn man länger in dem Raum drin ist, dass dann wie bei einer automatischen Aussteuerung das Gehirn anfängt, den Gain zu shiften und dann werden auf einmal Geräusche hörbar, die man sonst nicht so hört, Herzschlag oder so Strömungsgeräusche, Ohrgeräusche, die man sonst so nicht wahrnimmt, die werden dann auf einmal auch hier präsent. Insofern der große Signalprozessor im Kopf, der macht das dann. Richtig, also insofern wird man hier auch nicht groß stundenlang sich aufhalten in dem Raum. Okay, klasse, toll. Ja, und hier kann man also Messungen, oder hier kriegt man eine Idee von dem Lautsprecher, was er in der Mikrofonposition macht. Wir haben keine Reflexion von irgendwelchen Wänden. Also das heißt, wir kriegen nicht mit, was der Lautsprecher zu den anderen Seiten abstrahlt. Das kann man mit Winkelmessungen abfangen. Aber wir haben auch einen großen Hallraum und den zeige ich euch jetzt. Super. So, jetzt sind wir hier im Keller von dem Gebäude und gehen mal in unseren Hallraum. Also hier ist praktisch schon zu DDR-Zeiten wurden hier viele akustische Messungen gemacht. Also deswegen gibt es hier insgesamt 3 Hallräume. Es gibt hier auch ein kunstisches Rohr für Materialmessung, eben dann den schalltoten Raum. Und jetzt haben wir hier unseren großen Hallraum, relativ massiv mit Doppeltüren entkoppelt. Das ist jetzt der große Hallraum. Boah. Also wir haben hier eine Reverberation Time so um die 15 Sekunden und da kann man natürlich sehr gut Messungen machen. Der Raum ist auch großvolumig, das heißt man kann so bis 400 Hertz runter messen und diesen Raum benutzen wir für Energiemessungen. Weil wir wollen auch wissen, was ein Lautsprecher insgesamt für einen Energiefrequenzgang hat. Was bedeutet das? Also wie laut der in bestimmten Frequenzen ist? Das kann man hier auch machen, Schallleistungsmessungen. Das ist aber bei Studiomonitoren jetzt nicht unbedingt unser Thema. Wichtiger ist, dem Phänomen auf die Spur zu gehen. Also wenn man jetzt im schalltoten Raum eine Messung macht, dann kriegst du nur eine Idee von dem Lautsprecher in der Messmikrofonposition. Aber ein Lautsprecher strahlt natürlich in aller anderen Richtungen ab. Und das können wir hier messen. Also man kann sich das so vorstellen, der schalltote Raum ist wie ein ideal schwarzer Raum. Du gehst mit einer Taschenlampe rein und kriegst keine Reflexion von der Taschenlampe. Also du musst schon in die Taschenlampe reingucken. Dann siehst du, wie hell die ist. Aber du weißt nicht, was die Taschenlampe noch zur Seite strahlt. Und hier im schalltoten Raum, genau umgekehrt. Hier im Hallraum ist es ein ideal weißer Raum. Du gehst mit einer Taschenlampe rein und willst jetzt überall sehen, wo jetzt Streulicht rausgeht, was man nicht haben will. Und so ist es beim Lautsprecher auch. Und dann bekommt er eben so eine Energiekurve, was eine typisch fallende Kurve ist, zu den hohen Frequenzen hin. Und aus der Art und Weise,
Wie die fallende Kurve aufgebaut ist, kann man auch abschätzen, wie ein Lautsprecher im Raum interagiert. Weil Das ist der Abklang der verschiedenen Frequenzen. ja, nicht Abklang, aber es ist sozusagen der Schallpegel, dann der Leistungsschallpegel. Und es ist so, dass ein typischer Raum ist praktisch in der Mitte zwischen dem schalltoten Raum und dem Hallraum. Das sind die beiden Extreme der beiden Seiten. Und ja, da sind wir natürlich sehr froh, dass wir die beiden Extreme hier zur Verfügung haben, um messtechnisch den Sachen hier auf den Grund zu gehen. Ja, Roland, dann seid ihr ja hier in Adlershof perfekt aufgestellt, Ja. um amtliche Lautsprecher und Monitore zu Ja, produzieren und zu entwickeln. Ja, so die Hoffnung. Also uns gibt es jetzt ja auch schon 6 Jahre und insofern für die Zeit sind wir auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Kann man gar nicht anders sagen. Einen Klatscher machen und dann haben wir es, wa? Na, Wow! Vielen Dank, Roland. danke dir.